Dann begrüße ich auch die Leute auf YouTube dazu. Wir sind im Club und wir müssen uns jetzt ein bisschen umschauen. Wir hatten ja hier unsere 3 noch. Der Fuchs, über den wir uns lustig gemacht haben. Wir hatten mit ihm geredet, aber wir haben mit dem Barmann noch nicht geredet, mit dem Pferd. Das müssen wir noch machen. Oh, seht das schon als rassistischer Witz, wenn der No Horsing Around sagt beim Pferd? I've never heard that one before. Das glaube ich dir. Sonny, you gotta drive, you know? Yeah, you're right, Marty. Hey, Longface, give me a glass of tap water too, okay? Also ein bisschen Rassismus steckt da. Tut mir leid, aber das ist rassistisch. Kannst du ihn doch nicht Longface nennen, nur weil er ein langes Gesicht hat. Den Witz habe ich letztes Mal schon gebracht. Und da war er auch nicht besser. Und wenn ich das sage, dann ist das immerhin, glaube ich, ein bisschen besser, weil ich nicht in der Welt lebe. Weiß ich nicht, ob das besser ist. Aber den Witz mit dem langen Gesicht, den habe ich letztes Mal schon gebracht. Yes, sir. Coming right up. That wasn't exactly what I meant. Neue Funktion, befragen. Dann befragen wir den Barmann mal. Tell me, hey Breath, have you seen Natasha tonight? Gehört das auch noch zu Noah? Inwiefern Noah? Ach so, Noah. Schlag bitte nochmal nach, wie man Noir schreibt. Bin ich mir nicht sicher, ob Rassismus zu Noir gehört. Noir spielt ja immer so 60er, 70er Jahre. Dementsprechend könnte es sein, dass das da irgendwie ein bisschen mit dazugehört. Sag mal Heutzahn, also. Not yet, sir. But she's coming on soon. Ja, sie sitzt drüben am anderen Tisch, glaube ich. Well, can you tell me anything about Mr. Ibn Wessler? Sitzt da drüben. Sir, I don't want to. What about, let's see, $5 maybe? Ehrlich, du versuchst ihn zu bestechen und dann hast du nicht mehr. Dann gehst du schon Nasplagen. Französisch. Noir. Nicht der Noah aus der Bibel. Der ist wieder was anderes. Also ganz ehrlich, der versucht hier jemanden zu bestechen. Und dann hat er nicht mehr als $5. Das ist ja wie Homer, der versucht irgendwie einen mit einem Gutschein oder insgesamt in Cartoons, wenn die versuchen mit so einem Rabattgutschein irgendwen zu bestechen. So fühlt sich das an. Also ganz ehrlich, ich meine, jeder freut sich über $5 extra. Ich freue mich auch, wenn ich 5 Euro extra kriege oder wenn mir hier irgendeiner 5 Euro in den Hut schmeißt oder irgendjemand zappt oder so. Aber nur weil ich mich darüber freue, heißt das nicht, dass das als Bestechung gilt oder dass das als Bestechung der angemessene Betrag ist. But, sir, you haven't even paid for your drinks yet. Das kommt noch hinzu. Wenn man nicht bezahlt hat, ist das noch schlechter. Yeah, stop riding on the details, Big Nose. You do your job and we'll do ours, okay? I mean, we're not here for work, of course. We're just here to relax. Oh yeah, exactly. Just a little fun. Of course, gentlemen. Okay, mehr befragen können wir ihn jetzt gerade nicht. Kann ich auch nichts noch zusätzlich machen? Kann ich, wenn ich mit ihm... Yeah, sorry. Yeah. Sounds good, Nochmal zurück. Bojack. Okay, das ist was Neues. Zurück. Gentlemen, your drinks. Yeah, sorry, but we have to run. Thanks anyway, Bojack. Anspielung an BoJack Horseman. My name is not Bojack. Yeah, I tip you, pal, but I don't have any change, so... Ehrlich, ihr gebt nicht mal Trinkgeld. Sure, sir. The Tsar welcomes you back anytime. Sounds good, Bojack.
Also ganz ehrlich, es sind ja schon ein bisschen... So ein bisschen sind schon... wie lange sind wir im Video? Sind schon ein bisschen Arschgesichter. Den Vielender hatten wir uns schon angeguckt. Den Fuchs auch. Ja, dann bleiben uns ja eigentlich... Ich rede erstmal mit dem Handlanger. Oh, den kann ich mir nur angucken. This guy is certainly not a gangster henchman. Of course he's not. Ja, der sieht viel zu schick aus dafür. Wenn ihr euch mal anguckt, wie der guckt. So. Das da ist wahrscheinlich Natascha. Dann reden wir doch erstmal mit ihm. Erstmal angucken. Isn't that? Yes, it is. The great Ibn Wessler in the flesh. So much for our incognito. You think he noticed us? Only if he's not entirely blind. Ah, great. Ich glaube nicht, dass er blind ist. Just act nonchalant, my friend. No, it can't be. What now? Is that Olivia? No, Marty. Hey, Olivia. Are you talking to me? It's me, Marty McChicken. Oh, God. What a pleasant surprise. The roaster coppers in person. Chicken police. But yeah, Mr. Wessler, you could say so. The name's... Sonny Featherland, of course. Chicken police. Your partner is, he is, He is, ja, okay, ich habe jetzt drauf gewartet, dass er nochmal sagt. What was his name? Nee. Er hat ihn sich doch gerade vorgestellt. Marty McChicken. Sir, I just introduced myself to your lady companion seconds ago. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Marty, pass doch mal auf. oh yeah. I'm so happy to see you. Wisst ihr, was irgendwie ein bisschen komisch ist bei dem Spiel? Ab und zu, wenn ich den Dialog weiter drücke, weigert sich der Dialog weiterzugehen, bis ich die Maus bewege. Das ist manchmal ganz, ganz komisch. Hello, boys. Aber nicht immer. So, to what do we owe this pleasure, gentlemen? Yeah, so, we were, just in the neighborhood, and... Cut the crap, Marty. All right, we're here for your sweetheart, Natasha. Oh, I see. No big deal. Just a blackmail thing. You know, horrifying threats written on the wall with blood-red paint. The usual stuff. You must be familiar with this kind of thing. Oh yeah, indeed. It's, nasty business. But I didn't know Natasha hired a detective because of this simple matter. But to be honest, I understand. I would have taken matters into my own hands, you see. But I'm kind of busy. Ja, überlass das bitte uns. Und als Mafia-Boss vielleicht nicht unbedingt die Sache in die eigene Hand nehmen. Mr. Wessler had a meeting with Attorney General Hamtaro yesterday, so he's rather tired. If you would excuse us. Ehrlich, der Generalstaatsanwalt heißt Hamtaro. Bin ich der einzige Alte hier oder erinnern sich noch andere an Hamtaro? Wie lange gab es Hamtaro eigentlich? Gibt es Hamtaro heute noch? Das muss ich jetzt nachschlagen. Außer ihr wisst das. Von wann bis wann hat Hamtaro existiert in dieser Welt? Also Publikationen bis 2006 noch. Ja, da dürften eigentlich alle, die hier anwesend sein, Hamtaro noch kennen. Wenn gerade die Anime-Serie noch bis 2006 lief. Hier gab es sogar noch eine zweite, die bis 2008 lief. Ach, und noch eine dritte, die bis 2013 lief. Ja, gut. Also dann sind wir, glaube ich, alle irgendwie mit Hamtaro in Verbindung gekommen. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, also wenn es hochkommt, sind es 2 Folgen gesehen. Ich habe mich dafür nie interessiert, muss ich tatsächlich sagen. Man könnte erwarten von mir, dass ich mich dafür interessiert habe. So von meinem normalen Furry-Standpunkt aus. Aber nee, tatsächlich nicht. Also Hamtaro hat mich nie gecatcht. Das war mir irgendwie zu drüber. Zu sehr alles gut und heile Welt und zu viele Hamster. Ich weiß nicht. Ich bin nicht bei den Hamstern.
Aber deswegen, ich finde es lustig, dass hier die Anspielung an Hamtaro kommt. Man kommt auf so viele Themen in solchen Spielen. Oh, dear Olivia, it's okay. These gentlemen are just doing their job, right? And if I've heard correctly, they're notoriously thorough. So, how can I help you? Es ist aber wohl wirklich Olivia. Ich dachte erst, er hat einen Fehler gemacht, aber es scheint wirklich Olivia zu sein. We've got a few questions, if you don't mind. I'm at your service. So, neue Funktion befragen. Ich möchte mir aber erstmal unsere Hinweise wieder angucken. 3 Personen. Olivia. 3. Wen haben wir denn noch? Zu wem haben wir denn noch was gekriegt? Bin ich jetzt blöd? Ich sehe nur 2 Ausrufezeichen. Oder, ach so, wahrscheinlich bei Personen hier 2 Hinweise. So. Olivia Blackwing. Nee, Blackwig. Schwarzperücke? Okay. Eine Krähe, weiblich, besondere Merkmale. Für eine Krähe außergewöhnlich groß und schlank. Sie ist still und geheimnisvoll. Olivia ist derzeit eben Westlers Assistentin und Begleitperson. Es könnte sich als wertvoll erweisen, herauszufinden, ob mehr als eine berufliche Beziehung zwischen Miss Krähe und Mr. Ratte besteht. Und bei Eben haben wir Merkmale: gut aussehen, charismatisch und ein vergackerter Gangster. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn als gut aussehend einschätzen würde. Also mein Geschmack ist es nicht, obwohl er schon ganz niedlich guckt. Ich möchte aber auch noch... Ah, Olivia können wir nur angucken. That woman with Ibn. I think I know her from somewhere. Maybe in your dreams, pal. Putz, du kommst nun, das ist okay. Komm einfach rein. Habe ich ihn da gerade schon gehört? Ja, du hast mich gehört. So, dann reden wir doch mal mit Ibn. Befragen wir ihn doch mal zu diesem Club. Nice bunker you got here. Well, thank you, but it's not mine. Not anymore. But I'm sure you already know that. Listen, detective. If you want to know something, play that straight, huh? Ich kann ihn als Gangsterboss irgendwie nicht ernst nehmen. Mit diesen Knopfaugen. Ist ja auch irgendwie keine Ratte, sondern eher eine Maus. Der ist ja auch keine Ratte. Oder? Ich hatte immer gedacht, der Gangsterboss ist eine Ratte. More professional. Nee. Aber wir können ihn jetzt anfangen zu vernehmen, aber ich will ihn erst ausfragen. Aber hier, Ibn Wessler. Person. Ibn. Doch, war eine Ratte. Ja, deswegen. Aber es sieht halt für mich eher aus wie eine Maus. I'm not as exciting as people tend to believe. I grew up in a poor family of many siblings. I'm the only one still alive, unfortunately. My career started with a shoe store, and now, here I am. I wouldn't call that an average life. Shoe store owner to mob boss. How dare you speak to Mr. Wessler like that? Leave it, Olivia, dear. It's just provocation. I'm sorry if I offended you, Mr. Wessler. Shall we talk about something else? Ja, ich will natürlich alles hier wissen. Everybody knows Mr. Hayworth. He's an antique piece of furniture in this city, so to speak. Okay. Only a bit worn out. It's not my fault that he's so much in debt, detective, but the name of his family still rings quite loud in Clawville. Aber, Moment, Hayworth? Wer war Hayworth? War das nicht unser Assistent? Ja, glaube schon. Okay, der ist hochverschuldet. Okay. Is that still worth anything? The name is just their name, of course, but the man behind the name is another matter, Mr. Featherland. You're a pragmatic rat. Thank you. Look, detective, if you want to know something, just ask. All right, Mr. Wessler. Okay. Has your assistant been working for you long? Are you talking about me? Yes, I'm talking about you, ma'am.
Let me answer your question then. I've been in Mr. Wessler's employment for 6 months. Why do you ask? Oh, just routine questioning, you know. Most of them aren't good for anything. Just killing time. It sounded rude to me. Yeah, please forgive a detective. Olivia's a real firecracker. Das hat eine relativ kurze Zündschnur. So, wir dürfen wieder vernehmen. Oh. Also 3 Sterne sind drin, oder? Wer? Gucken wir mal. Wessler's a tricky guy. Unfortunately, I don't know enough about him, so I have to be cunning. I can't just pin him against a wall. Yet. Okay. Wir haben das Detective mit... Oh, wir müssen noch ein ganzes Stück hochkommen. Ja. Okay, wir haben ja jetzt am Anfang nur eine Option, dann nehmen wir How das. did you feel when you heard about the blackmail? Honestly, I found it ridiculous. Okay. And now? Now I'm kinda interested. But I wouldn't call it blackmail yet. They're just empty threats. There were no demands. Gut, verständlich. Good point. Thank you. Are we done? No, not quite. I'm sorry to hear that. Gut. Warum haben sie nicht einfach die Polizei gerufen? Ist ja eigentlich relativ klar. Als Mafia-Boss wird er nicht die Polizei rufen, um sich um irgendwen zu kümmern. Sie machen einen sehr geschäftigen Eindruck. Darf ich Sie fragen, was Sie geschäftlich machen? Wir wissen ja, dass er Mafia-Boss ist. Ich wollte gerade sagen, das sind beide Scheißfragen. Aber ich würde ihn vielleicht nach dem ersten fragen, in der Hoffnung, dass er sich irgendwie verplappert. Na dann. Oder meinst du, wir fragen ihn lieber, warum er nicht die Polizei gerufen hat? Er meinte, er hat wenig Zeit, um sich selber darum zu kümmern. Vielleicht der Gedanke, dass er es auslagern kann. Ja, vielleicht das zweite eher. Why didn't you just call the police? Huh? Why? What would have been the use of that? A few messages aren't enough for a case. You should know that. Harassment makes for a case. So do threats. Who were you trying to convince, Sonny? Huh? They would have laughed in my face. Anyway, you know, the police station. Once I set foot in there, I'm not coming out again. Your lawyers are too good for that, Eben. Yeah, I guess you're right, chicken. Oh. Minus 15, das war schon mal das Falsche. Glauben Sie wirklich, dass wir dumm sind? Ich würde eher das Erste fragen. Why would anyone have reason to blackmail your girlfriend? I don't know, maybe because she's my girlfriend? Ja, valide. You think that's enough? It's plenty enough. Good point. Oh, are you finally getting to a point? Or do you really want to dig around in my private life? Because, people who do that end up in the alley, if you catch my drift. Very much so, Mr. Wessler. Wessler is tougher than I thought, and he's secretive. It's time to gently beat around the bush. Okay, jetzt müssen wir uns nähern. Wir haben plus 10 gekriegt, das ist schon mal gut. Stehen Sie und Natascha sich nah? Finden Sie die Botschaft nicht gefährlich? Gab es in Nataschas... Er will sich ja vorsichtig annähern. Aufbrausen, geheimnistorisch durchtrieben. Was meinst du? Also über die Vergangenheit von sich will er nichts erzählen. Vielleicht. Und er will nichts über sein Privatleben erzählen. Also stehen sie sich und Natascha, naja, würde ich nicht nehmen. Also ich würde vielleicht eins der unteren beiden nehmen, weil er hat ja speziell gesagt, er möchte nichts aus seinem Privatleben erzählen. Das heißt, die oberen beiden würde ich eigentlich weglassen. Ich muss gestehen, ich würde Natascha nehmen. Das unterste? Ja, ich wäre für das letzte. Okay, dann machen wir das. Were there any similar incidents in Natasha's past?
I mean, threats, blackmail, enemies are insane fans. Psychopath pianists, perhaps. I don't know about enemies, but she's a celebrity. A star shining bright in Clawville's night sky. Do you understand? She gets endless fan mail. It could be anybody. I wouldn't overreact. Natasha doesn't feel that way. I've noticed. War eine gute Entscheidung. Erstes würde ich wieder nicht nehmen. Er ist ja geheimnistuerisch. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir ihm direkt auf Klartext anreden, ob er dann ausspuckt. Könnte auch komplett blockieren. Ja. Wollen wir vielleicht eher nach dem Fan fragen? Ja. Do you think one of her fans is the culprit? Someone who can't take rejection, maybe? Why not? It's quite common. Ja, stimmt schon. It's a typical motive, indeed. Any ideas who it could be? Yeah. Attorney General Hamtaro is obsessed with Natasha. But he's, more like the kiss on the hand, flowers bowing type. Throwing bricks through the window is not his style. I can't think of anybody else. Or rather, I can think of everybody else. About half the city, actually. I get it. Wir sind im Positiven. Mhm. Gab es früher schon mal vergleichbare Drohungen? Der Gangster-Boss ist das bisschen was. Ja, nicht nach Privatsachen fragen. Ins Revier will er auch nicht, also würde ich die Mitte nehmen. Ja. Have there been similar threats in the past? Right to the point, yeah? Yeah, I get it. But sadly, this is a dead end, my friend. No threats like these, whether you believe it or not. Well, it really seems like a dead end, so I'll just back up and try from a different angle. You do that. Das untere? Ich muss gestehen, ich würde fast das obere trotzdem nehmen. Okay. Weil ich würde ihn nicht aufs Revier holen wollen. Ich glaube, das ist keine gute Idee, aber gut. Aktuell waren meine Ideen immer schlecht. Ich wäre eher fürs untere. Would you be willing to testify at the station? You're joking, right? Maybe I can get you an invitation. Believe me, you'd love it. The coffee's good, but the chairs are kind of uncomfortable. Yeah, you have a peculiar sense of humor. It doesn't work. Yeah, I guess you're right. Und Minus. Okay, aber wir sind immer noch okay. Wir sind auch neutral. Ja. Das obere würde ich nehmen, oder? Oder willst du... Ja, geht eigentlich beides. Geht beides. Für was wärst du? Ich hab's letzte in den Sand gesetzt, jetzt bist du wieder dran. Willst untere nehmen. Okay. Is she completely alone when she's there at the weekend? As I've told you, Natasha's a free woman, huh? She's an adult. She doesn't need an escort. Or, she didn't need one until now. Are you afraid for her? You know, a big star like her, alone in that house. I never said a black car doesn't drive by 2 or 3 times a day, but, it's just caution. Huh. I'm not a monster after all, am I? I suppose not. Ja, war doch So oben. Natasha feels like she's in grave danger, yet she's still going out alone. Yeah, I know what you're getting at. But I'm 100% sure of her loyalty. She's gone out very rarely since this started, and mostly in my company. Yeah, you know, I'm not sure if you do, but, in our social circles, banquets and dinners are frequent. Illegal gambling nights.
You got me there. Yeah, you're right. Natasha is crazy about the roulette wheel. Always putting it all on the red, right? Yeah, you're a real rotten bastard, Sonny. Although, yeah, always on the red. You're right. So, can we meet your lady? I don't see why not. But first, please, listen to her sing. She's on soon. Nee, war nicht so gut. Ja doch, hier noch. Brauchbarer Kopf. 4 sind okay. Hatte fast weniger erwartet. Ja, ich habe auch mit maximal 3 gerechnet. Aber das ist okay, da können wir Thank you for weitermachen. your time. We'll be seeing you. I have no doubt about that. Hey, we should grab a coffee or something, Olivia. You know, for old time's sake. Weißt immer noch nicht, woher du sie kennst. Hör auf. Marty, hör auf. Pleasure to meet you, gentlemen. Goodbye. Oh. Please, take a seat. The show's gonna start soon. Grüne Augen. Natürlich auffällig in dieser sonst so grauen Welt. Ist halt auch die Frage, ob Sonny vielleicht alles einfach nur grau sieht. Sonny. Sonny. Chloe's still lying in my bed. And it's dead. Okay. Tut mir jetzt leid für die Leute auf YouTube, That falls ihr was, das Lied nicht gehört habt. Unique. Ja, sehr hübsch. Oh, that is cute. Nobody has ever given me such a unique compliment before. Forgive me, my name is Santino Featherland. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, kann ja sein, dass für ihn alles einfach grau ist und wir es halt aus seiner Sicht sehen und ihm halt diese Augen so auffallen, dass die für ihn Farbe haben. Ja. I thought so. You look more or less like I imagined. More or less. Sometimes less is more, Mr. Featherland. Ahem. You were amazing, dear. As always. Could you be my little furball and fetch me a cocktail? But of course. Eben will be back soon. We'll have a few minutes to talk. Then he'll end the conversation and throw you both out. With all due respect, ma'am, we're not that easy to get rid of. Doesn't matter who's trying, believe me. Ich glaube, der hat genug Schläger, um uns rauszuwerfen. Ja, ich glaube auch. Doesn't matter, he'll do it. That's why I'm telling you. I don't want a scene. My room's upstairs. Meet me there in 20 minutes. Come alone, Sonny. You'd be too conspicuous otherwise. Das heißt, wir müssen Marty jetzt hier unten parken, oder was? Wahrscheinlich. I understand. You know, they call him Target Marty at the station. I don't have time, Mr. Featherland. Ganz auch lustig, dass da eben Signal Marty steht, aber gesagt hat er Ziel Marty. Sure thing, Natasha. I'll come to your room. 3 knocks, a short pause, then another 3. I'll be waiting. Go, before he comes back.
I knew she was trouble the first time I saw her. She wore danger like a perfume. It was simply part of her being, and it attracted me, like light attracts the moth people. I wanted to be the microphone as she whispers her melodies, or the pillow she rests her feet on while reading some cheap romance. I wanted to be her nightdress, barely touching, barely covering her marble skin. But I was a cop, and a lifetime wouldn't be enough to rid myself of what a woman like her hides under her makeup. Keep your distance, Sonny. Just keep your distance. Ja. Also, Nicht Sonny. verlieren. Gee, that is a unique picture, and kind of daring. I admit I've never seen anything quite like it before. Yes, I admit it's a little daring. I keep it. It evokes good memories. A precious old friend of mine. A most wonderful artist. He's got an eye, that's for sure, considering his model. Was that supposed to be some kind of compliment? I don't know. I don't compliment often. Not on purpose, anyway. Oh, you're funny. Ich will mich hier erstmal genau umgucken. You got a beautiful place here, Natasha. A peaceful little island on the ocean of madness, with very classy furniture. Ibn likes me surrounded by elegant things, you know? You're an elegant thing yourself, sweetheart. Hör auf zu flirten, Sonny. Wir haben Arbeit zu tun. Oh, that's charming. Thank you, detective. So, was haben wir denn sonst noch? Den Ausgang, da wollen wir auf keinen Fall jetzt schon hin. Sonst haben wir, glaube ich, nur noch den Spiegel, oder? Spiegel. I bet you spend a lot of your time staring into the mirror. Do you even recognize yourself? Maybe you were trying to be rude, but, you know, that's a very good question. I was just trying to be rude. Oh, really? Well, then I'm sorry. Don't mention it. So. Dann reden wir mal mit dir. Erstmal angucken. This woman's aware of her charm, and she knows how to use it. A rare and dangerous combination. Ja. Wo ist Lumi, wenn es mal um Katzen geht? Mr. Featherland. Ja, die versteckt sich. Aber mir fällt gerade was ein. Was noch sein könnte, warum wir das in Schwarz-Weiß sehen. Hm? Was ist, wenn durch den Schuss, den er erlitten hat, er die Farbe verloren hat? Das kann auch sein, aber warum sieht er dann die Augen? Vielleicht kommt es so nach und nach zurück. Vielleicht ist es so eine Erholung. Vielleicht. Siehst ja, die Stadt ist eigentlich sehr farbenfroh. Ja. In a glass. Drink. But thanks, I had a couple before I came. I feel like this may be a long night. I hope it doesn't bother you if I have one myself. I get offended if women don't drink in my company. Oh, you are a funny guy. So I've been told. Anyway, lovely room. Yes. Look, Mr. Featherland. It's sunny. Saves us a lot of time. Okay, Sonny. So, why am I here? You know, men tend to babble in my presence. It must be exhausting. It is. But you're not the type to beat around the bush. Is it too banal if I tell you it's an occupational hazard? Terribly. So can I start the unpleasant questions? I've asked you here so you can do what you do best. Really?
I thought you asked because you wanted me to investigate for you. But if you'd rather be drinking... Oh, you do have a sense of humor. How reassuring. Only if I'm a bit hungover. That's usually quite common. Oh, please drop the act about being the alcoholic, heartbroken ex-cop, Sonny. It would undoubtedly suit you, but I've seen you scanning my room. From the second you set foot in here, you started working, and everything I say gets sorted in your brain. Am I right? That's a bit of an exaggeration, but yeah, it's something like that. Die passt gut auf. Ja. Ja. Das würde mich jetzt interessieren, ob wenn du die Sachen nicht angeguckt hättest davor, ob sie das auch gesagt hätte. Ja, das würde mich auch interessieren, aber ich glaube schon. Well then, Sonny, come at me. Oh, that's something I don't hear often. With pleasure. So, wir haben persönliche Informationen und dürfen sie vernehmen. So, unser nächster Hinweis. Im versucht jedes Mal das Thema zu wechseln, sobald wir auf die Drohungen zu sprechen kommen. Er weiß eindeutig mehr, als er zugibt. Das hätten wir vielleicht mal früher nutzen sollen. Dann hätten wir nämlich dann, mit der Information hätte ich ihm gesagt, komm auf den Punkt. So, und Natascha, auffällig grüne Augen, sie ist eindeutig in Schwierigkeiten, genau wie ich. Und Natascha ist wirklich eine mysteriöse Frau. Sie wirkt auch gefährlich, allerdings steckt sie ohne Zweifel in echten Schwierigkeiten. Die Frage ist sie die Ursache des Problems oder ist es jemand anders? Wir werden das nie erfahren. Eine Katze ist sie. Ich dachte, vielleicht steht noch irgendwas dabei, was für eine Katze ist. Aber nein, nur Katze. Ja, reicht doch. Katze, Katze. So, wie viele Punkte schätzt ihr? Ich sage, wir kriegen wieder 4. Ja, 4 ist gut. Bei ihr kriegen wir Natasha 4. is a confident woman. I can exploit that. But I must be careful. Every part of her oozes danger. That was a remarkable performance. I'm glad you enjoyed it. Do you perform here frequently? You're also the owner, if I'm not mistaken. Sadly, I don't have the time, but the stage still calls my name, and I perform just a few times a year, and always with a new song. So that was all the excitement. I have many admirers, if that's what you mean. Yeah. Ja, bei ihr starten wir aber besser als mit ihm. Das ist gut. Sie ist ja sehr selbstbewusst. Also ich glaube, mit einem Kompliment kommen wir bei ihr. Kommen wir am weitesten. Ja, kannst du gerne machen. The place is very elegant, and so's your room. Why, thank you. I kind of feel like I'm in a museum. Well, that depends on the kind of museum. The kind with nice things. Oh, Suspiciously nice things. Just like you. do you think I'm suspicious? We'll see about that. Try me. Oh ja, das gab Punkte. Was können Sie mir zu Ihrem Wrestler sagen? Ich würde direkt nach dem Bewunderer fragen. Ja. Do you think one of your admirers might be behind the threats? Those who admire me usually idolize me. No, I don't think it's one of them. You know, the soul of an animal is extremely complicated. Sometimes all it takes is a bad look or some small rejection to turn admiration into hate. That's a stillborn theory. No one hates me if they once loved me, Mr. Detective. Ah, I see. Lumi, danke für den Sub. Willkommen zurück. Schön, dass du in der Höhle wieder drin bist.
Ein Blümchen, ein Blümchen. Schön, dass du da bist. Freut mich. Die Katze ist voll hübsch. Ja, das müssen wir auch ihr auch immer sagen. Juhu, Katzenunterstützung. Also ich wäre für die Mitte. Wofür wärst du? Auf der einen Seite, also ich tendiere zwischen den unteren beiden. Weil, ja, wenn wir nach dem unteren fragen, sie ist selbstbewusst. Das heißt, da wäre die Frage, wenn sie so selbstbewusst ist, warum ist sie nicht selber zu uns gekommen? Auf der anderen Seite denke ich mir aber, ich weiß nicht, ob sie darüber mit uns reden würde. Ich würde vielleicht eher bei den Beweisstücken bleiben. Mhm. Nimm die Mitte. Do you have any material evidence concerning the threats? You may think I'm irresponsible, but I didn't keep any of it. I simply couldn't bear to look at them. Didn't you think maybe the police would need it? I didn't think I needed the police. Moreover, do you think the girlfriend of Ibn Wessler could ever turn to the cops? I see. So, what about me? How do I come into the picture? That does sound ridiculous, but I Da müssen wir nochmal accept zurückgehen. my ego. Ja. Oh, ich kann nicht zurückgehen. Old habit. Verdammt. Warum? Das lässt mich einfach nicht. Du You Pflaume. can't do anything Lass else, deine can Maus you? einfach weg. Einfach Maustaste drücken und dann loslassen. Ja, und die Maus loslassen. A leopard can't Das passiert hier change jedes spots. Mal wieder. Ja, Du lernst aber auch nicht draus. ja ich kann ja nicht zwischen jedem Mausklick die Maus loslassen. Ja, wenn du einen Deep zuckenden behind Finger the hast, musst du diamond das wohl. skin lies the truth. It doesn't matter how hard Natasha's trying to hide it. She's scared. Now I must concentrate to finally find out what I want to know. Aber wir Ja, sind sind gut wir im schon. Detective Meter. What was in Ja, those dann. threats exactly? The message itself is not a threat. It's just a word. But a word again and again is threatening. Kommt drauf an, was das für ein Wort ist. Also, wenn jetzt mir jemand einen Brief schicken würde, in dem 200 Mal einfach nur Zuckerwatte stände, würde ich das jetzt nicht als Drohung bezeichnen. Oder wie siehst du das? Rutz ist durch die Zuckerwatte verloren gegangen. Gut, weiter. Exactly. So, You really don't have any idea which word could be used for a woman like me? I guess I do. Yes, I think I know what it could be. Whore. Cat got your tongue? Am I right? You heard it. I said what you were thinking. And yes, that was in the message. That was printed on the paper and painted on my wall. In giant red letters. Okay, das klingt eher nach einem Problem mit einem Liebhaber. Ja. Ah, da ist er ja wieder. Excuse-moi. Ich musste meinen Controller rausholen, der war noch in meinem Koffer. Von letzter Woche. Nun haben wir Hutz an den Zuckerwatte-Drohbrief verloren, ja? Genau. Nom 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 nom. Ich habe ihn aufgegessen. Beweisstück vernichtet. Ja, und ich weiß nicht. Also, es wirkt nicht danach, als ob das irgendein Fan geschrieben hat. Vielleicht war es ihr alter Liebhaber. Vielleicht war sie ja schon mal mit jemandem der Kriminellen verliiert. Durchaus möglich. Rumi schreibt, Hutz denkt nicht an die Jahrmarkt-Zuckerwattemaschine. Nein, die heißt nicht Jahrmarkt-Zuckerwattemaschine, die heißt Old Fashion Jahrmarkt-Zuckerwattemaschine.
Wenn, dann schon richtig. Well, thank you for your honesty. Sollte ich mal wieder in Betrieb nehmen. Hat jemand den Täter gesehen? Wirklich keine Spur von ihm? Können die Drohungen etwas mit der gefährlichen Beziehung zwischen ihnen zu tun haben? Also irgendwie würde mich Filmer interessieren, aber ich glaube, Filmer bringt uns nicht weiter. Können die Drohungen etwas mit der gefährlichen Beziehung zwischen ihnen zu tun haben? Ich möchte aber eigentlich nach Filmer fragen. Dann frag nach Filmer. What about Fillmore? Is he here because of you? Mr. Lowe helped me before, and yes, he was the first I approached. You've managed to curb my enthusiasm a little. Doesn't keeping 2 irons in the fire give me a better chance? But you don't have to worry. He didn't find anything. And he's not interested anymore, no matter how much I offer to pay him. Why? You'll have to ask him. I think I'll do that. Okay, eine wichtige Information und wieder 5 Punkte gekriegt. Ist also kein Fan und auch niemand aus dem Umfeld. Ich würde das unten nehmen. Ja, ich auch. A dark shadow from the past. An ex-lover. A husband, maybe. I'm surprised you asked that just now. Well, I have my habits. Some call my methods peculiar. What a curious way to put it. I'm a curious kind of fellow. So? I've never been married, and I don't really have any serious relationship before Hobart. A more dangerous, not serious relationship, maybe? I've never been with anyone long enough for them to hate me. Love is just another face of hate. So is hate a face of love then? I guess. Were you on the run? No, Mr. Featherland. I came to Clawville with a clean slate, and I'd like to believe it will stay that way. You mean as the girlfriend of Ibn Wessler, the biggest mob boss in Clawville? Yeah, good luck with that. Natasha is a mysterious woman, but I must gouge out at least one of her secrets. Enough games. It's time to know why I'm here. Wir sind aber Nochmal echt, 10 plus. Sind nochmal 10 hochgegangen. ja, wir sind echt gut dabei, ne? Ja. Let's stop beating about the bush. How do you know Molly? I'm prepared for that question, but it's still not easy. You knew very well that if you threw in the name of my wife, I'd come to you, no matter how vague and suspicious. Lumi the macht case sich schon was. wieder. I just want to know if you're simply a manipulator or you're really that desperate. Ja, aber ich wollte ihn erstmal ausreden lassen. Dann mach's gut, Lumi. Ciao, Lumi. Wir befragen dann die andere Katze. Gute Nacht und ja, wäre schön, wenn du morgen dann beim großen Stream auch dabei sein könntest, zumindest zugucken. Der ist ja bei mir. Ja, dann könnt ihr halt zugucken, wie wir andere Sachen machen. Die Pokémon Frage Mission ist, und wann so. startest du und wann hörst du denn auf? Ich starte wahrscheinlich so was heißt wahrscheinlich? Ich habe die Ankündigung für 19 Uhr gemacht und wahrscheinlich wieder so 3 Stunden. Also bis 22 Uhr. Das liegt ja morgen an Nutzen. Genau. Könnte ich ja überlegen, ob ich davor was mache. Mit Lumi. Wäre eine Möglichkeit. Jetzt aber erstmal weiter im Text. Ja, I befragen really wir know. das Kätzchen. I'm not lying. Oh, really? How? Were you a nurse, too? Forgive me, but I don't think so. Don't be rude and so cynical, Sonny. I'm sorry, but that's me when feline claws are at my throat. Molly is an old and good friend of mine. She has nothing to do with this, but I knew that if I didn't mention it to you, you wouldn't have come. Yeah, Natasha, you're right there. I knew you were a decent fowl, that you would help me. That's what you're famous for. Don't go there. Flattery doesn't work.
Look, forgive me. I shouldn't have brought your wife into this. You're right, you shouldn't have. But to be honest, I don't think she's my wife anymore. On paper she is, but I haven't seen her in years. I'm sorry, I didn't know. Really? I did. I knew. I checked you out before I sent Deborah. Cluck me. This case is getting more and more intriguing. Okay, was genau wollen Sie von mir? Ich würde das untere nehmen. Ich würde auch das untere nehmen. You played me from the start, didn't you? It wasn't my intention. I'm an old cock, Natasha. I've played too many of these games, and I've been on the losing side often enough. So, you're going to walk away? You're damn right. I don't know if it's worth it for me. Look, Sonny, money's not an issue. Oh yeah, your fawn had already mentioned that. But unfortunately, it'll be hard to spend all that dough when I'm dead. Dead? Don't even say that. Do you have a gun? Me? Of course you, Natasha. Do you have it on you? Not at the moment. Well, let me give you some advice. Keep it with you, always. Maybe in your purse. You don't think they, whoever they are, would hurt me? Don't be naive, Natasha. You're right. I'll keep it with me. I don't want to scare you, but 2 cops snooping around can mess something like this up, even if it's just 2 roosters. You'll keep snooping? Thank you, Sonny. Maybe you're getting yourself into even deeper trouble with me. Thank me when this is all over. Na, 5. Ich will 5. Yes. Fokusgenauigkeit 90%. Oh, also einmal sind wir irgendwo abgedriftet bei 9 Fragen. Ja. Aber ich finde, das haben wir gut gemacht. Ja, ja. Das kann sich sehen lassen. One more thing, Sonny. Natasha? Please, come to 37 Rochester Street in Flower Town tonight. I'd like to show you something that could be of a great help in your investigation. Das finde ich jetzt wieder lustig von der Übersetzung her. Dass sie Flower Town sagt und in der Übersetzung steht Flower Will. Ja. I was afraid this was coming. Why there? Why not here and now? It's something I keep hidden there. I won't take the risk of Ibn or one of his men seeing it. Isn't Ibn too dangerous to keep secrets from? Sonny, a woman is naked without her secrets. I knew you would understand. Oh yeah, I understand everything. So, when do we meet? The night is almost over. I'll be there in an hour. Don't be early, and don't be too late. Look, Natasha, you know... Please, this is very important to me. Sure, I get it. I'll be there. Thank you. Until later, Natasha. Goodbye, Sonny. Wir können sie noch befragen. Oh, aber ich möchte jetzt erstmal wieder die Hinweise durchgucken. Okay, das hatten wir. Natascha hatte Angst und diese Angst ist echt. Aber trotzdem erzählt sie mir nicht alles und das gefällt mir nicht. Natascha bat mich, sie in ihrem Wochenendhaus zu besuchen, wo sie mir etwas zeigen möchte. Ich hätte gerne eine Miezekatze für mein Wochenendhaus. Entschuldigung. Au. Normalerweise würde mir so eine Einladung sehr gefallen. Aber jetzt mache ich mir Sorgen. Die Drohung oder eher Beleidigung in den Botschaften an Natascha ist immer dieselbe. Hure.
knapp, aber trotzdem vielsagend. Wie es scheint, hat auch Filmer irgendwann für Natascha gearbeitet. Den Fall aber aufgegeben, als ihm die Sache zu heiß wurde. Trotzdem hat er ein Beweisstück zurückbehalten, wie es sich für einen guten Privatdetektiv gehört. Und das könnte sich als sehr nützlich erweisen. Ja, wir sollten den sowieso mal anhauen. Der wollte doch eh mit uns reden. Ja, aber erst, wenn wir mit Natascha geredet haben. Ja. Well, Weren't you supposed to be waiting in the car? I was bored to tears, Sonny. I also thought maybe something happened to you. You thought Natasha had eaten me alive, huh? Well, who knows? You're such a fragile little thing. I'm too old for this, Marty. Then next time, leave the dangerous predators to me. I didn't mean that, Marty. I meant you. Oh. Ja. So, Filmer, du guckst uns immer so schön an. Achso, nee, wir konnten ja mit Natascha noch reden, ne? Scheiße. Habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Ja, das ist jetzt gegangen. Ja, da komme ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr hoch. Da kann ich dann nochmal hoch. Naja. Zu spät. Du hast einen zu unruhigen Finger. Ja, nee, ich habe einfach nicht mehr dran gedacht, dass wir ja noch sie befragen konnten. Einfach immer, bevor du was anklickst, überlegen. Oder nochmal fragen, was wollen wir als nächstes machen. Schon. Ja, zumindest bevor ich Szenen wechsle. Aber egal, wir treffen sie ja sowieso in einer Stunde nochmal wieder. Ja. Dann kann ich sie immer noch fragen. So, Filmer. So, have you talked to Natasha? In fact, yes. She was, kind of mysterious. I bet she was. You know, I've never abandoned a case before. Not voluntarily, anyway. But that woman... You're, too old for this shit, huh? As you say, pal. That's exactly how I felt, too. Before you leave, take this and examine it closely. What is it? The reason I've decided all of this is not worth it for me. Wow, that sounds encouraging. Take care of yourselves, guys. This case, maybe it goes deeper than you'd think. Oh, that makes my feathers stand on end. Ah, old croakers. You're safe while I'm here. Okay, I didn't say anything. Okay, ihn können wir befragen. Was haben wir denn jetzt alles für Gegenstände? Wir gucken mal nach. Wir haben die Clubkarte. We stepped into it, didn't we? Was ist denn das? Irgendwelche Nummern und irgendwelche Personen. Das ist das, was er uns gegeben hat. Ich glaube ja. Das hier ist ja die Marke. Zigarette, Schlüssel, ja. Hat er uns gegeben. Of all that's furry, what kind of a list is this? Exactly. I have no idea, but I don't even want to find out. Those names, all top dogs. Maybe they play cards together. Sure, that's very likely. Anyway, I pried this list out of a dead man's hand. Somebody dropped him outside the forest, a few miles from the Wessler residence. I should have known she was keeping secrets. Keeping secrets? She's the secret herself. Thanks, Filmar. This could be important. Don't thank me. Maybe I've just signed your death warrant. Oh, thank you, sir. Oh, shut up, Marty. So, dann will ich jetzt ihn aber noch befragen. The truth is, Ibn's a dirty bastard, but he's likable. It must be his charisma that snared Natasha. Maybe there's more to it than simple wild love. Who knows? Animals commit the dirtiest of deeds for wild love. You've got a point. We stepped into it, didn't we? That's an understatement. All of these names, Belong to the upper crust. Yeah, I noticed. it's only some sex cult, if you're lucky. Don't even go there, Marty. Yeah, all right. Ah, Marty. Wonderful girl. Either I'm gonna kill her or I'm beginning to like her.
That's funny. I swear I've heard that before. Huh, to be honest, me too. So, Natasha invited us to her weekend house. That's either very good news or very bad news. 50%. That's not that bad, is it? That's an admirable attitude. Attitude, yeah, he's got that. Most of the time, I think that's all he's got. Hey, Who is Ja, this ja. woman anyway? Die alten Hasen She's like ziehen, him oder in die alten shadow. Nobody Vögel ziehen knows übereinander anything her. about her. Ja. I don't know if she has anything to do with the case, but it's worth keeping an eye on her anyway. More women, more trouble. You already fantasizing? Even the sight of young women make me tired. Anyway, most people say she's the rat's lover too. But next to Natasha, I doubt he'd want her. Anyway, Pussycat would have already torn her to shreds. Could be. Okay, dann haben wir ihn jetzt auf jeden Fall befragt. Ja. Kannst du noch jemanden befragen? Bei dem Barmann hatten wir geredet. Da waren wir durch, Kann ich jetzt nochmal mit Olivia reden? Ja, jetzt kann ich nochmal mit ihr reden. Oh, it's you. How can I help you, gentlemen? Look, we really don't want to dig into your personal life, but But what exactly is my relationship with Mr. Wessler? And how close am I to him? you don't beat around the bush, man. well, actually, I remember. I don't have time to chit-chat, Mr. Featherland. So yes, I'm not one to beat around the bush. And no, I'm not sleeping with Mr. Wessler. Well, thanks for the quick and straight answer. Anything else? Ja. Würde sie gerne Do befragen. you come here often, Olivia? No, not really. Well, okay. Thanks. You're welcome. You know, Ibben's not as ferocious as you'd think. On the contrary, he's become very different recently. I heard. Don't you find that weird? A sudden change of heart? Sometimes an animal just has enough. Fed up and wants a change. I deeply respect that. Well, thank you for your honesty, ma'am. What's your relationship with Miss Natasha Katsenko? We've talked a bit, that's all. There's no tension between you? You know, the pretty secretary. Oh, thank you for your compliment, Mr. Featherland. No, no tension. Natasha's an intelligent woman. I respect her. Is that mutual? That I can't tell. If I'm not mistaken, Natasha has a weekend house in Flowerville. Yeah, that's right. Can you tell me anything about it? I've never been there. Allegedly, it's beautiful. Elegant and luxurious. Just like Natasha herself. Okay. Kannst du mit dem Lux noch reden? Oh, der will jetzt auch reden. Du hast vollkommen recht. Excuse me, pal. My name is Santino Featherland. Gabriel, what do you want? Chickens. Do you happen to know where Mr. Wessler went? Do you take me for a fool? Get out of here while I'm in a good mood, birds. Okay. Thanks, big boy. Okay. Der hat uns nicht so lieb. Weißt du? Wird ganz so. So, ich habe auf der Liste, die Filme mir zugesteckt hat, nur ein paar Namen zuordnen können. Aber diese stammen ausnahmslos aus den höchsten Kreisen von Clawell. Es könnte eine Gästeliste für eine Hochzeit sein, aber das bezweifle ich. So, bei Natascha haben wir die Liste mit all diesen Namen der besseren Gesellschaft, muss etwas mit Natascha zu tun haben. Und damit auch mit den Drohungen. Eben befasst sich derzeit mit dem Fleischersatzmarkt. Jedenfalls haben er und auch seine Assistentin uns das erzählt. Nach der Show hat eben den César Club verdächtig schnell verlassen. Ja, wer weiß, wo er hin wollte.
Leute töten. Wie immer. Durchaus möglich. Gabriel, der Quäler Antipov. Ich weiß nicht, wie man das so ausspricht. Spezies Lux. Vielleicht männlich, still und tödlich. Er ist höchstwahrscheinlich aus Slowonien. Dieser Rotluchs ist vermutlich einer von Ibn Wesslers Schlägern. Okay. Diese Auffassungsgabe, die wir haben. Da haben wir. Dann guck doch mal, ob du doch noch mit jemandem reden kannst. Da ist nur Auge. Hier ist nur Auge. Ich rede noch mit dem Barmann. Hey, Big Nose, where did Mr. Wessler go? Big Nose. Unfortunately, I don't know, Big Face. But I wouldn't tell you even if I did. Finde ich gut, dass er zurückhaut. Ja. Really? Say, did anyone ever tell you that you're an irritating piece of Anything else, dear sirs? Der Hase macht auch nichts mehr. Nee. Dann haben wir jetzt alle. Ja, deswegen nicht so ungeduldig. Herr Kollege. Immer alles nach und nach durchgucken. Ja. Ich will nochmal ins Hotdog. Vielleicht können wir da noch was Nice machen. cup of coffee a la Zip, huh? We're not here for the coffee, Marty. Zip always knows more than what he lets on. It'd be worth interrogating the old trash panda. If he forgave us for wrecking his joint last time. He'll never forgive us, Marty, but we helped him out of trouble so many times, he's not gonna have any choice. I hope you're right, old bird. Schon mal hier. Everything all right, old man? If there's something we can do for you, just say so, okay? Well, all right. Der will nicht mit uns reden. Ist total praktisch für ihn, dass er halt mehrere Paar Hände hat. Der kann 2 Hälfte gleichzeitig spielen. Ja. It's sad that everything. Achso, ja, das hatten wir ja schon mit dem Auto. Ah, jeez, boys. Out of 2,000 joints in the city, had to end up here, huh? Hello to you too, Zip. How's it hanging? I had no problems until now. Ah, don't be such a drama queen. We just want to ask you a couple of questions, then we're out of here. And we won't even trash your place this time. What do you say? Marty, halt einfach die Klappe. Letztes Mal waren wir auch lieber, als wir hier drin waren. I say let's get it over with very, very quickly, chickens. Relax, pal. We'll be as fast as a hummingbird. I'm not your pal, and you're as far from a hummingbird as I'm from a polar bear. Oh, come on, Zip. Don't be so hard on yourself. Oh, was mit der Tafel? Das ist eine Möwe. Ja, ich wollte gucken, ob wir noch irgendwas haben, was wir letztes Mal nicht hatten. Aber es scheint alles das Gleiche zu sein. I used to think a lot about what makes Zip's coffee so unique. And? I decided I didn't want to know. I totally understand you, Sonny. We all need a little mystery in our lives. I didn't mean that. I was afraid if I knew what was in it, I'd never want to drink it again. Oh, I see. That's a good point. Ja, besser ist es. Gut, fangen wir doch erstmal mit der Möwe an. Damn it, what's the scribbler doing here? Sniffing some juicy story? I think I saw a great big left hook. What did he do this time? Oh, nothing. Just since I first met him, I wanted to punch him in the face. I can understand that. Ja, wie in One Piece. Ja. Die Möwen sind hier wieder für die Zeitung zuständig. So, Timothy, der Journalist. Hello, Timothy. Scribblers don't celebrate New Year's. Hello, boys. What a pleasure to see you. Answering your question, no, not really. Not me, anyway. I'm always where the story is. Mm-hmm. And where's the story now? I can't see it anywhere. It just stepped through the door, pal. Oh, you mean us? Well, I think I'll have to disappoint you. The chicken police are back together? I can't let that go without an ink stain, am I right? No, Timmy, you can.
We're not working. We're just having a little fun, that's all. I'm not buying that, boys. You'll have to, Tim. We'll see about that. Okay. Noch mehr Das ist mit dem problematisch. You mean the most read and highest-ranking newspaper? Is that tatsächlich rag you was. work for still around, Tim? You mean the most read and highest-ranking newspaper of the city, the Clawville Chronicle? Oh, yeah, that's what it's called. I see that you still have your famous sense of humor, Sonny. Such a joy. Yeah, I do. Okay, aber ihn können wir nicht befragen. Also, kannst du immer noch mit dem reden. Ja, mit ihm reden können wir sowieso immer. Irgendwann wiederholt sich so einfach. So, Timothy Saltwater. Obwohl mit dem Saltwater aus Lord Winklebottom verwandt ist. Das war doch, glaube ich, eine Bulldogge. Könnte sein. Ist auf jeden Fall eine Möwe, männlich, laut, lästig und übermäßig enthusiastisch. Leider ist er auch der Fan Nummer 1 der Chicken Police. Ah. Tintentim, eigentlich Timothy Saltwater. Er ist ein Blödmann, hat seine Nase überall drin und kann einem furchtbar auf die Nerven gehen. Trotzdem muss ich zugeben, dass er der beste Investigativjournalist in ganz Clawville ist. Damals hatte er einen großen Anteil daran, dass die Chicken Police das wurde, was wir dann für lange Zeit waren. Absolutes Star-Polyp. Okay. Ja, nochmal den rein. So, how about you tell me what you're really doing here? Not a chance, Timbo. The truth is, we're already leaving. Sorry, pal. Maybe next time. Das klingt ja so. So, Ja, no, jetzt sorry, wiederholt pal. sich's. Gut. Dann erfahren wir doch mal was ein bisschen über. Look what we found, Zip. Furry hell. Who'd you beat to death for that? Beat to death? Who do you think we are? We simply confiscated it. You sneaky broilers. I'll give you $50 for it. Don't make me laugh. It's worth 3 times that. Oh, come on. Give me a break. Tough luck, Trash Panda. Was wollen wir ihm gerade angeboten? Wir haben mit ihm über den edlen Whisky aus unserem Inventar gesprochen. Ah. We also ran into Filmar, Filmar? Who's that? a grumpy old raggedy-ass hawk. His manners are even worse than mine. Ring a bell? You mean Marlowe? Was Marlowe. Now he goes by Filmar Lowe. Oh, I see. So that means he's still alive? Yeah, I'm almost not surprised. The old guy has a reputation of being indestructible, huh? He is, and he gave us something that could mean something. Look at this, Zip. Holy crap, what's this? The guest list at a king's birthday party? Hey, that's not even a bad guess. What do you make of it? This piece of paper's from so high up where I've never been myself, boys, so don't ask me. Okay, also wir haben es wohl wirklich von ganz oben mit zu tun. We spoke to Natasha. She's scared. Well, it's not good life insurance to be the girl of the most powerful gangster in the city. It's not about that. Someone's been writing offensive messages to her. I only know that every second husband in the city wants to have her, and every second wife wants to wring her neck because of that. Nothing else. Thanks, Zip, but we're not any further ahead. But not further back, right? Das stimmt. Richtig. Geh mal hin. So, out with it. Stop winding me up. I'm almost consumed by all this excitement. We've just come from the Tsar Club, Zip. Who do you think we met? If I can guess one, I'd say, was it His Majesty Hobart Ibn Wessler, the Rat Prime himself? That on, pal. What a surprise. So, what do you want to know? Just because I don't know anything. Of course you don't. Just a couple questions. Go on, boys. Hurry up, will you? So, jetzt würdest du die Fragen stellen, die du gestellt hast. Ja, ich rede noch What's nicht. up, Zip? Quiet night, I see. And what's Timothy doing here? That's exactly what I asked him when he wound up here.
But yeah, he's a regular nowadays. He must be sniffing some kind of story about the hive. About the riots? Have they reached here already? I ain't seen nothing. More cops around, yeah, as you can see for yourself. We're not on duty, Zip. It's still the same. A cop's a cop. A lot come by, but besides beating up bugs, nothing much happens. It will, Zip. I can sniff it in the air. If you say so, Sonny, your sense of smell is better than mine. Maybe once. Oh, schnippische Bemerkung. Ja, aber ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Willst du noch mal mit der Möwe reden? So, Not a chance. Nee. pal. Hätte ja sein können, dass wir ihm jetzt irgendwas What more do you zuspielen. want? Is it forbidden to stand around at your place? Go stand around somewhere else in the city. Okay. Dann geh raus. Ja. Wir können ja noch mal ins Polizeirevier. Ja, ich denke, das I don't andere know, wird Sonny. ein What größeres. exactly are we doing here? Let's hope we can learn something about Natasha and Ibn by sniffing around before we visit that weekend house in Flowerville. Learn something from Phyllis and Roy's. Well, I wasn't exactly thinking about them. Yeah, figures. Honor, Like this one. strength, and unity. Pigs, ruffians, and vigilantes. Ja, wir können jetzt hier die beiden noch mal befragen und dann noch mal reingehen. Ja, kannst du machen. How's it going tonight, boys? Uneventful so far, Sonny. But now that you're rolling together again, I suppose we'll have some excitement to look forward to. What do you mean? Are you kidding? Last time you shot up a theatre, and, if I remember correctly, each other. Da hat er, glaube ich, recht. Also mit dem Kino weiß ich nicht, aber ja, wir wurden angeschossen. Von Mardi. That was a complicated evening. Aye, sure. Complicated. Do you want to hear some juicy gossip, boys? Always. Deputy Malloy got so drunk, he fell asleep on the toilet. It took them an hour to find him. Stupid oaf. Yeah, aye, and he's enough. Do you want to hear some juicy... Always. Deputy Malloy. Stupid oaf. So that's why Blood Boil was here. Yeah, aye, and he's in a pretty sore mood because he had to come in on New Year's Eve. Just our luck. No. Your luck is that he's too busy to care about you two lovers right now. Right now. Ah, yeah. Okay, was habt ihr Well, sonst keep noch? up the good work, boys. Or this hanging around thing you do. Thanks, chickens. Okay, mehr sagen sie uns nicht. So, dann können wir uns ja nochmal auf der Polizeistation umhören. Aber ich finde, das können wir auch beim nächsten Mal machen. Dann würde ich den Part nämlich an dieser Stelle beenden. Die Leute auf YouTube lassen jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es denn dann weitergeht mit der Chicken Police. Bis dann. Tschüss.